Leaderstelle. Das heißt, im Wesentlichen gibt es das in ganz Europa. Die Leaderstellen haben die Aufgabe, sozusagen Regionalentwicklung zu betreiben. Ganz besonders ist, dass die Projekte sozusagen in der Region entstehen, und da ist eben die Holzwelt Mura eine Leaderstelle und entwickelt sozusagen die Region, und die Ideen kommen von der Region, und das Prinzip funktioniert so, dass dann Konzepte erarbeitet werden und diese dann mit den Förderstellen abgeklärt werden, und bei positiver Bewertung der Konzepte werden Projekte umgesetzt und dann auch von der Holzwelt Mura begleitet und auch abgerechnet. Auf Sponsoren haben wir grundsätzlich verzichtet, das sind alles Partner der Holzwelt Mura. Wie gesagt, in dem Bereich der Holzwelt-Touren habe ich die Betriebe im Wesentlichen schon aufgezählt. Da ist ein Zimmerer dabei, da sind 2 Tischler dabei, da ist die Berufsschule Mura dabei und die KLH Massivholz GmbH dabei. Insgesamt arbeitet die Holzwelt Mura schon mit holzverarbeitenden Betrieben insofern zusammen, dass wir uns als Holzkompetenzbezirk nach außen positionieren wollen, und da sehr wohl alle Betriebe, alle holzverarbeitenden Betriebe die Möglichkeit haben, sich mit den Kommunikationsmaßnahmen der Holzwelt Mura darzustellen. Grundsätzlich schaffen wir es, dass wir den Bekanntheitsgrad steigern. Und wenn der Bekanntheitsgrad ist eine ganz wichtige Größe im Marketing, weil man da einfach die anderen Marketingmaßnahmen unterstützen kann. Wenn ein Begriff bekannter wird und der taucht im Internet auf, dann erhöht man damit auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand darauf klickt und sich dann wirklich informiert. Natürlich gibt es Auswirkungen, insofern dass Anfragen generiert werden können dann in weiterer Folge. Generell hat die Holzwelt Mura eine Zeitung, die vierteljährlich erscheint, wo auch unsere Projekte vorgestellt werden und die Ergebnisse unserer Projekte. Da wird in jeder Ausgabe ein Betrieb auch näher vorgestellt, also redaktionell vorgestellt. Das ist eine wichtige Maßnahme innerhalb der Bevölkerung, um auch die Einstellung der eigenen Leute dahingehend positiv zu beeinflussen. Nach außen hin ist es natürlich wichtig, dass man eine gute Webseite hat, eine sehr gut gewartete Webseite mit möglichst breiten Inhalten. Diese ist momentan gerade im Aufbau, das heißt, da werden die Inhalte gerade befüllt. Auf diese Kommunikationsmaßnahme werden wir sehr viel Wert legen, weil uns diverse Studien auch sagen, dass das www einfach das Kommunikationsmedium ist und man dort den Vorteil hat, relativ kostengünstig seine Inhalte dann auch zu verändern, zu verbessern, sich zu verlinken. Es wird bezüglich des touristischen Angebotes natürlich auch Drucksorten geben, die wir unseren Tourismusverbänden zur Verfügung stellen, damit sie das auch streuen können. Und wir betreiben auch Special Interest Marketing, das heißt, wir haben zu jeder Tour, die wir da erstellt haben, Zielgruppen hinterlegt, die wir ganz gezielt ansprechen wollen. Das heißt auch wirklich Direct Mailing betreiben, Newsletter verschicken und auch den persönlichen Kontakt, den Direktverkauf, sozusagen diesen Weg auch gehen. Das
Das Wichtigste ist immer, dass die eigenen Partner mitziehen, dass sie die dementsprechende Einstellung haben und das dann auch den Besuchern und denen, die auf die Holtwelt schauen, dementsprechend vermitteln kann, sozusagen. Nur was von ihnen kommt und nur was von Herzen kommt, kommt beim Gegenüber auch wirklich richtig an. Sozusagen.